For English subtitle, push the subtitle button please. Hallo zur Folge 81 von Reptil TV. Mein süßes Intro-Tierchen hier heute ein Glattstirnkaiman, Paleosuchus palpebrosus. Zum einen hübscher kleiner Kerl, jetzt circa 2 Jahre alt. Ihr wisst natürlich, Krokodile brauchen viel Platz, kann nicht jeder halten. Aber ich wollte euch zeigen, weil er demnächst einen Gastauftritt hat in einer tollen, großen deutschen Fernsehshow. Da hat er so eine bissige Kurzrolle. Mal schauen, wer von euch ihn sieht. Ihr könnt es ja dann auf Facebook posten für alle. Ja, deswegen wollte ich euch heute mal zeigen. Seit Jahren fragt er mich, komm Stefan, mach doch endlich mal eine Theo-Folge und wir wollen eine Theo-Folge und so weiter. Heute ist soweit, die Theo-Folge kommt. Ich hätte es gern auf der Farm selber gefilmt. Ich war 2003 auf der Farm in Argentinien. Wir sehen auch nachher noch ein paar Bilder von dort. Am tollsten ist natürlich, wenn man im natürlichen Lebensraum ist, zeigen kann, wie die Tiere dort leben, wie der Lebensraum aussieht, wie das Klima dort aussieht. Ergibt sich leider nicht. Man fliegt auch wahnsinnig lang, fast 20 Stunden, bis man in der Ecke von Argentinien ist. Das ist nicht Buenos Aires, sondern irgendwo tiefste Provinz. Zu lange zum Fliegen, beziehungsweise hat sich einfach nicht ergeben. Deswegen machen wir die Folge hier. Wir haben gerade jede Menge schöne Theos da und wollen heute eben diese Theo-Folge mit euch drehen. Kein Gespräch über Theos beziehungsweise über Terraristik und Theos, wo nicht der Name Bert Langenwerf fällt. Der Bert Langenwerf hat jahrzehntelang die Theos gezüchtet in den USA, in Alabama auf seiner Farm. In der Freilandhaltung hat er die gezogen. Er ist der Papst weltweit, wenn es um das Thema Theos geht. Und deswegen wollen wir ihm heute auch die Reptil-TV-Folge widmen. Er ist leider vor einigen Jahren verstorben. Und wie gesagt, das hier für den Bert heute. Damit keiner gesagt hat, er weiß nicht, was auf ihn zukommt, zeige ich euch hier einen großen, ausgewachsenen schwarzen Theo. Das Tier haben wir vor, ich glaube jetzt rund 10 Jahren, haben wir es verkauft an eine Familie. Und mittlerweile hat er die stolze Größe hier erreicht. Das würde ich sagen, ist ein großer oder überdurchschnittlich großer Theo. Es ist sicherlich keine Rekordgröße. Es ist auch nicht unbedingt die Standardgröße, aber es ist ein richtig stattliches Exemplar. Körperlänge 50, 60 Zentimeter geschätzt. Und bei der Körperlänge sind wir dann also auch gleich bei den Haltungsrichtlinien. Ihr braucht ordentlich Platz für so große Echsen. Die Vorschrift in Deutschland ist 5 x 2 x 2 Kopf-Rumpflänge. Ne? Kopf-Rumpf hört hier am Schwanz auf. Ne? Also Kopf-Rumpflänge, wie gerade gesagt, 50, 60 Zentimeter. Das heißt, für so einen Kerl wie den hier braucht er ein Terrarium mit 2 Meter, 2,50 Meter mal gut 1 Meter mal gut 1 Meter Höhe. Ne? Also muss man dem schon ordentlich Platz einräumen. Also ich würde sagen, oder besser gesagt eigentlich eher 3 Meter mal 1,50 Meter als Grundfläche. Das wäre so die optimale Behältergröße für so einen stattlichen Theo. 2 Gründe, dass ich euch die 2 Hübschen hier zeige. Zum einen interessant diese Variabilität in der Färbung. Ne? Das sind jetzt beides rote Theos. Der hier oben ist im Prinzip so gut wie weiß. Und also das ist so die ausgefallene Farbe, denke ich. Und der unten ist so das klassische Rot, was sich auch immer verstärkt. Umso älter die werden, umso röter werden sie interessanterweise. Das ist der eine Grund. Vor allem der Grund ist allerdings die Größe von den Tieren. Ne? Also wenn ihr euch einen Theo anschafft, werdet ihr das wahrscheinlich mit so einer Größe zu tun haben. In Folge 25 war es, glaube ich, Top 5 hat man die genannt. Da hat man ja nach dem Namen für den riesigen roten Theo gesucht. Ne? Auch nochmal zum euch zeigen, wie groß der rote Theo letztendlich wird. Aber wie gesagt, das ist so die übliche Größe, wie ihr die Tiere bekommt. Und da wollen wir euch jetzt dann auch die Terrariengröße und Einrichtung zeigen, wie man so ein Jungtier erstmal hält. In so einem Meter-Terrarium würde ich sagen, ist die optimale Größe für solche Tiere. Da zeigen wir euch jetzt Einrichtungen, wie man sie hält.
So umgangssprachlich sagt man immer die argentinischen Theos. Das Argentinien ist eigentlich auch das Kerngebiet, wo die vorkommen, definitiv, beziehungsweise auch diese Farmzuchten, wo man immer bekommt oder die wir haben, sind aus Argentinien. Allerdings das Ursprungsgebiet insgesamt ist Argentinien, Paraguay, Uruguay. Und es gibt auch Populationen vom schwarzen Theo zumindest in Brasilien. Ja, wenn man so die Verbreitungskarten anguckt, gibt es in Brasilien auch jede Menge Punkte, wo schwarze Theos vorkommen sollen. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich der gleiche, der Merinae ist, weil die auch vom Charakter her ganz anders sind, die brasilianischen, sind viel scheuer, viel aggressiver. Eben die Tiere, über die wir sprechen, Argentinien, Paraguay, Uruguay, sind ja diese zahmen, umgänglichen, braven Tiere. Deswegen würde ich sagen, beschränken wir mal alles, was wir jetzt hier sagen, auf diese argentinischen Theos, ne? Und noch zur Verbreitung insgesamt schwarz und rot. Der rote mag es ein bisschen wärmer noch. Das heißt, er kommt innerhalb vom Verbreitungsgebiet verstärkt wenig im Norden vor. Und der schwarze geht noch weiter in Süden runter, ne? Jetzt von wegen in Süden, wo es kälter wird. Der Gag dabei, aber wir sind jetzt hier auf der Südhalbkugel, ne, Argentinien. Das heißt, umso mehr die im Süden vorkommen, umso kälter wird es bei denen. Ne? Nicht wie bei uns, wenn man sagt, im Norden wird es kalt, dort ist es ja andersrum, im Süden wird es kalt. Also der Schwarze kommt noch weiter im Süden vor, das heißt, er kann noch mehr kalte Temperaturen aushalten. Wie gerade schon angesprochen, Verbreitungsgebiet ist das Kerngebiet Argentinien. Das lässt sich vom Klima ganz gut mit unserem südeuropäischen, mediterranen Klima vergleichen. Oder wenn die Leute mich fragen, was für ein Klima brauche ich bei den Theos, vergleiche ich es immer mit den europäischen Landschildkröten, weil die Terrarianer das ja so ein bisschen kennen, was man da für ein Klima hat. Man hat heiße Sommer, kalte Winter, also im Winter dort geht es unter 0 Grad, da kann es ja mal Schnee haben, sogar so leichten Schnee. Es hat definitiv Frost im Winter. Man kann es fast unterteilen, halbes Jahr Winter, halbes Jahr Sommer, ne? Also auch die Aktivitätsphase oder die Winterruhe, die dort machen, geht auch 4-5 Monate lang. Wie gesagt, ganz guter Vergleich mit den europäischen Landschildkröten. Ebenfalls interessant ist die Beschaffenheit von dem Habitat. Man sieht es auf den Bildern, die ich damals auf der Farm gemacht habe, ganz gut. Das ist so ein sandiger, trockener Boden an sich, wobei die Luftfeuchtigkeit insgesamt relativ hoch ist, ne? Und entsprechend halten wir die auch bei uns. Also wir haben einerseits im Terrarium, im Raum selber, haben wir eine hohe Luftfeuchtigkeit, halten die Tiere aber relativ trocken auf trockenem Holzstreu. Also wir haben so die letzten Jahre herausgefunden, das ist eigentlich so die optimale Haltung, ne? Der trockene Boden, aber mit hoher Luftfeuchtigkeit. Was wir festgestellt haben, was ein Fehler ist, wenn ihr die zu nass haltet, sprich auf einem permanent nassen Boden, das vertragen die einfach nicht richtig. Diese Staunässe oder diese Kontaktnässe, das ist ein Fehler, den ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ne? Also trockenes Bodensubstrat, hohe Luftfeuchtigkeit, dann fühlen die Theos sich wohl. Hier habe ich die wichtige Ausstattung für ein Theo-Terrarium aufgebaut. Erstmal noch zum Streu. Wie vorher angesprochen, verwenden wir seit Jahrzehnten dieses Holzstreu. Entweder hier das Reptile Snake hier, ne, das ist ein bisschen feiner und hat auch den Vorteil, selbst wenn es nass ist oder selbst bei Staunässe schimmelt es nicht. Oder dieses Reptile Wood finde ich auch sehr gut. Allerdings zum Beispiel unterm Wassernapf oder wenn das permanent nass ist, das Streu fängt Schimmeln an mit der Zeit, ne, was man beim Snake nicht hat. Wir verwenden beide Streus, finden sie tipptopp. Von einigen von euch wird jetzt das Thema Darmverschluss kommen, beziehungsweise was passiert, wenn die Theo das Streu mitfressen. Wir haben noch nie in all den Jahren Probleme damit gekriegt mit Darmverschluss. Ich glaube, dass Darmverschluss andere Gründe hat, Mineralienmangel und so weiter. In der Natur leben sie ja auch auf einem Bodenstreu und fressen sicherlich mal mit und kriegen keinen Darmverschluss. Also wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht. Der zweite wichtige Punkt, die Beleuchtung. Wir brauchen natürlich das UV-Licht, wir brauchen die Lichtintensität und wir brauchen die Wärme. Das haben wir alles mit diesen, entweder diese Mischlichtlampen ohne Vorschaltgerät oder hier die HQI-Lampen mit Vorschaltgerät. Die geben dieses notwendige Licht ab. Ich würde sagen, also es sind schon richtige Sonnenanbeter, die Theos. Unterm oder auf dem Sonnenplatz ca. 40 Grad, 40 bis 45 Grad. Kälteste Ecke vom Terrarium vielleicht knapp 30 Grad tagsüber.
Nachts macht ihr das alles aus. Da, wo die Tiere herkommen, wird es nachts auch kühl oder kalt, also nachts alles aus, Raumtemperatur. Dann habt ihr die perfekte Beleuchtung und auch die perfekte Wärme im Terrarium. Das Einzige, was noch fehlt, ist dann natürlich eine Wasserschale, ganz klar, mit frischem Wasser drin. Und auch noch ganz wichtig, irgendwelche Verstecke, wo die Tiere sich drunter verstecken können. Also zum Teil graben sich auch im Streu ein nachts, aber dann natürlich irgendwelche Höhlen noch rein, wo sie sich schön verstecken können. Und dann fühlt sich euer Theo pudelwohl. Die Theos sind abartgierige Fresser. Wie gesagt, die haben einen Aktivzyklus im Jahr, der ist ein gutes halbes Jahr bloß, aber in diesem guten halben Jahr, da hauen die rein wie die Maschinen, sind mit 1,5 bis 2,5 Jahren geschlechtsreif, also von, wenn sie schlüpfen, 20, 30 Gramm bis zu 2, 3 Kilo innerhalb von 1,5 bis 2,5 Jahren. Da kann man sich vorstellen, da muss ordentlich Futter rein. Die Jungtiere, da fangen wir an, mit Insekten zu füttern. Da gehen die wahnsinnig gern und wahnsinnig gierig ran. Hat sich ganz gut bewährt. Kann man nur eine Zeit lang machen, dann wird es einfach zu wenig. Ihr denkt an den großen Focher, da könnt man wahrscheinlich die ganzen Dosen reinschmeißen und der haut sie weg. Da muss man dann, oder wenn sie größer werden, zum Teil dann auf andere Sachen umsteigen. Man kann Frostfutter geben, ne? Solche Mäuse in passender Größe kann man verfüttern. Selbst die Jungtiere, wie wir gerade gesehen haben, kann man schon kleine Mäuse geben. Also behaarte Babymäuse zum Beispiel bieten sich da an. Was wir auch die letzten Jahre immer viel gegeben haben, ist dieses Fertigfutter. Da haben wir das Iguana Food verwendet. Haben das ein bisschen mit Hunde- oder Katzenfutter gemischt nochmal, um den Fleischanteil ein bisschen zu erhöhen. Da gehen sie also so ab den halbwüchsigen Tieren eigentlich auch ganz gut ran. Hier unser Repashy Crab Pie, den wir in der Sendung vorgestellt haben, der eignet sich auch, allerdings auch nur für die kleinen Tiere bzw. Babys, weil wenn ich hier, so eine Dose kostet, ich weiß gar nicht auswendig, 20, 30 Euro. Im größeren Tier, da kann ich jeden Tag eine Dose füttern, damit er satt wird. Also eignet sich definitiv nur für die Jungtiere. Das Ganze ergänzen mit Mineralien natürlich, ne, wenn er Insekten füttert. Also beim Fertigfutter habt ihr die Mineralien schon dabei. Bei den Nagern, wenn er hier Mäuse, Ratten, irgendwas in der Art am Stück verfüttert, habt ihr die Mineralien auch dabei. Hier ist auch dabei. Aber gerade wenn er Heimchen, Grillen, Heuschrecken, wenn er sowas verfüttert, immer mit Calcium zufüttern. Insgesamt muss man sagen, dass die Theos Fleischfresser sind. Die Universität in Tucumán in Argentinien, die forscht seit 20, 30 Jahren an den Theos rum. Ne? In Argentinien sind die Theos traditionell auch, werden die dort gegessen. Ne? Deswegen sind die dort bekannt schon immer. Und schon immer befassen sich auch die Tiermediziner, Biologen befassen sich schon immer mit den Theos. Und die haben Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass der Theo an sich ein reiner Karnivore, also fleischfressendes Tier ist. Ihr könnt Gemüse zufüttern, ihr könnt probieren, mal ein bisschen Salat dazu füttern, ihr könnt probieren, bedingt Obst auf den Farmen. Die geben ab und zu Banane und Pfirsich dazu, sagen die auf den Farmen. Müsst allerdings auch aufpassen, wegen dem Phosphorgehalt, der da drin ist, der ist wieder relativ hoch, müsst ihr dann wirklich mit Calcium ergänzen. Also man kann ein bisschen vegetarisch zufüttern, aber letztendlich, wie gesagt, ein absoluter Fleischfresser. Das Ganze im Wachstum 3 bis 4 Mal die Woche könnt ihr die Jungtiere füttern. Die Großen vielleicht nur 2 Mal die Woche füttern, je nachdem wie viel er gebt und was er gebt. Aber da passt ordentlich Futter rein bei den Tieren. Eine ganz markante oder interessante Geschichte bei den Theos ist auch die Häutung. Wie alle Reptilien, klar häuten die sich. Viele Echsen häuten sich ja so stückchenweise, Bardergamen zum Beispiel oder so, da kriegt man das gar nicht so mit. Die Theos häuten sich wirklich schlangenähnlich, nicht direkt an einem Stück, aber auf einmal. Ne? Die werden vor der Häutung grau, trüb, sehen immer schön aus, sind auch ein bisschen schlappi, laschi, hängen rum. Wie gesagt, haben so diese graue, blasse Färbung. Und dann platzt die Sache eigentlich meistens so am Rücken auf und geht in wirklich großen Stücken ab. Ne? Hier ist wirklich wichtig, dass man auf die Zehen aufpasst, ne? Dass die Zehen richtig gut mitgehäutet sind. Ne? Kann man dann hier so gleich ein wenig mithelfen, manchmal sogar, dass die Haut gut abgeht an den Zehen.
Und was meine Erfahrung ist, man darf sie auch nicht zu nass halten. Nicht, dass man denkt, oh, der häutet sich, dann bade ich den. Wenn man die während der Häutung zu nass hält oder eben baden tut, dann klebt die Haut so dran und geht auch nicht gescheit weg. Also die brauchen zwar einerseits die Luftfeuchtigkeit, wie vorher schon angesprochen, aber sie dürfen nicht nass sein, weil die Haut dann festklebt, ne? Und wenn das Klima stimmt, dann häuten die sich so wie der hier, dann geht es hier schön überall weg und hinterher sieht er aus wie neu. Ganz wichtiger Punkt bei den Theos ist die Überwinterung, habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Haben einen relativ langen Winter, in Argentinien 4-5 Monate lang. In der Terroristik würde ich die Tiere auch auf jeden Fall circa 3 Monate überwintern. Wichtig, wir machen nicht eine Winterruhe wie jetzt bei den europäischen Landschildkröten, ne? So von wegen Kühlschrank 8 Grad und die Tiere 3 Monate in den 8 Grad kalten Kühlschrank. Den Fehler haben wir am Anfang auch gemacht, haben die Tiere entsprechend im Kühlraum überwintert mit diesen niedrigen Temperaturen. Und nach der Winterruhe sind einige nicht mehr aufgewacht. Also wirklich dramatisch, was uns da passiert ist. Und ich weiß auch von Kunden, die es ähnlich gemacht haben, ähnlich schlimme Dinge passiert, die die Winterruhe nicht überlebt haben. Da, wo die Tiere vorkommen, es wird im Winter kalt, nachts wird es kalt, wie gesagt, bis auf den Gefrierpunkt runter. Allerdings, wie wir auf den Bildern von der Farm aussehen, die überwintern in so einer Art Komposthaufen, ne, oder mit Stroh, mit Heu mit drin. Da graben die Tiere sich ein. Also in diesem Kompost oder in diesem Stroh hat es von Haus aus schon mal wärmere Temperaturen. Und am Tag kommt dort auch trotzdem oft die Sonne raus. Also da geht das Thermometer bis 20 Grad hoch am Tag. Ne. Ich war selber zur Winterzeit dort. Da kann man manchmal am Tag sogar trotzdem im T-Shirt rumlaufen. Und wie gesagt, nachts kann es sein, dass wieder gleich ein wenig Schnee fällt. Also wir müssen die Tiere entsprechend doch relativ warm überwintern. Ich würde sagen, nicht unter die 15 Grad runtergehen oder 10, 15 Grad in der Nacht vielleicht. Und es kann ruhig auch Tage geben, wo wir da bis an die 20 Grad hochgehen. Oder wir machen so, wir überwintern die in einem Wintergarten. Da scheint dann auch manchmal die Sonne, dann kommen sie am Tag manchmal sogar raus, wenn es richtig warm wird. Dann kann es auch mal 20, 25 Grad haben. Und wie gesagt, nachts wird es wieder deutlich kälter. Dann vergraben die sich wieder. Ja? Also macht nicht den Fehler, die zu kalt überwintern, sondern wie gesagt, stellt euch so ein Wintergartenklima vor. Nachts kalt, tags warm. Und wie gesagt, ein Substrat, was die Tiere selber auch nochmal wärmt. Wenn möglich, wollen wir natürlich auch die Terrarientiere züchten als richtiger Terrarianer. Bei den Theos, wie gesagt, wir brauchen natürlich den entsprechenden Platz. Auf den Farmen halten die 2 Männer 5 Weibchen zusammen zur Zucht. Ne? Wir sehen auf den Fotos, sieht man ganz gut die einzelnen Behälter. Da haben die, wie gesagt, 2 Männer, 5 Weibchen drin. Haben diese Unterschlüpfe, die man da sieht auf den Fotos drin. Da ist übrigens auch das Heu, was ich vorher angesprochen habe, was man für die Überwinterung auch ganz gut verwendet. Ne? Das sind wie so Nester eigentlich, was die da denen zur Verfügung stellen. Die Tiere paaren sich nach der Winterruhe, legen Eier ab. In Argentinien ist das zum Jahresende hin, wo die anfangen Eier legen, also November, Dezember legen sie Eier ab. Die schlüpfen nach 60 bis 80 Tagen schlüpfen die Eier aus. Und das heißt, Januar oder Ende Dezember, Januar, Februar, März sind eigentlich so die Schlupfzeiten. Die roten schlüpfen gleich ein wenig früher wie die schwarzen. Was auch witzig ist, die roten schlüpfen wohl, also in Argentinien ist es zumindest so, wenn die Regen einsetzen oder wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, fangen die roten an zu schlüpfen. Bei den schwarzen ist es wohl eher temperaturabhängig, Inkubationstemperaturabhängig, wann die schlüpfen. Ja. Wie schon gesagt, 2 Männer, 5 Weibchen. Geschlechtsreif werden sie mit 1,5 bis 2,5 Jahren, je nach Futterangebot. Die haben dann 2 bis 3 Kilo Körpergewicht. Und wichtig natürlich, wie bei allen Reptilien, die Weibchen müssen wirklich richtig fett sein. Die müssen Fettreserven haben. Dann fangen sie an, Follikel zu bilden und dann legen sie letztendlich auch Eier ab. Ein Punkt bei den Theos, die können ja
ihren Schwanz nicht direkt abwerfen, also nicht wie unsere einheimischen Lazerten, dass sie ihn wirklich ganz bewusst an der Stelle fallen lassen können. Aber bei Beißereien oder wenn sie sich einklemmen oder wenn irgendwie was ist oder passiert, dann kann es passieren, dass der Schwanz, so wie hier ein Stück, also da hier fehlt jetzt nur das Schwanzspitzchen, kann natürlich auch deutlich weiter vorne sein, dass der Schwanz abgerissen wird. Das Gute ist, das wächst wieder völlig nach. Also hier habe ich ein Tier, hier sehen wir, hier hat auch das Spitzchen gefehlt, aber ist jetzt schon wieder so schwarz nachgewachsen. Am Anfang das Nachgewachsene oder das Regenerat ist so ganz tief schwarz. Im Lauf der Monate, Jahre nimmt es auch wieder die normale Färbung an. Und nach einiger Zeit sieht man gar nichts mehr von dem abgefallenen Schwanz. Beziehungsweise je nachdem, wo der abfällt. Meine Erfahrung ist, umso weiter vorne zum Körper, dann kann es manchmal sein, dass die wie so einen Rübenschwanz kriegen, ne, weil er nicht ganz so schön nachwächst. Also wenn es wirklich ganz hier vorne abgeht, dann kann es sein, dass das wie so eine Verdickung ist und wie so ein Rübenschwanz. Vielleicht ähnlich, wie wir es auch bei den Leopardgeckos kennen. Das ist dann natürlich weniger schön. Aber wie gesagt, wenn hier so die hinteren, hier ganz am Schluss mal ein Stückchen fehlt, wächst Picobello nach. 1-2 Jahre später seht ihr gar nichts mehr davon. Braucht ihr euch nicht ärgern oder ist nichts, in Anführungsstrichen, nichts Schlimmes passiert. Die optimalste Haltung, die ihr eurem Theo zuteil werden lassen könnt, ist natürlich die Freilandhaltung. Wie bei den europäischen Landschildkröten, auch schon in Folgen angesprochen, gibt nichts Optimaleres wie das richtige Sonnenlicht, die richtige Wärme. Klar solltet ihr da nicht gerade auf dem Feldberg wohnen oder im Harz irgendwo oder weiß der Herrgott, sondern in einer relativ warmen Gegend. Das Ganze kann man unterstützen durch irgendwelche, ich sag mal, Frühbeete oder irgendwelche Dächer, ne, die drüber sind, die Sonneneinstrahlung erhöhen oder die Wärme besser drin halten. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch vom Platzbedarf her, ne, im Garten hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz wie in der Wohnung. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann haltet euren Theo teilweise oder ganz im Freien, er wird es euch danken. Das war sicher unsere Theo-Folge. Zum Abschluss wie immer Verweis auf die gute Literatur. Hier Gunter Köhler, Bert Langerwerf, das Buch Theos. Der echte Klassiker, ich glaube, das Buch ist jetzt rund 10 Jahre alt, nach wie vor brandaktuell, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, der Bert Langerwerf, hier haben wir ihn hier unten mit einem schwarzen Theo. Er war wirklich der Gottvater der Theo-Zucht. Hier sieht man auch seine Farm, wie er sie in Alabama gehalten hat. Wie gesagt, diese Reptil-TV-Folge auch nochmal in Erinnerung an ihn. Er war wirklich den musste man einfach erlebt haben, den Kerl. Der war wirklich gigantisch und was er für die Terroristik gemacht hat und wie er es gemacht hat, einfach absolutes Erlebnis. Soweit, so gut für heute. Bleibt mir treu und checkt meine Balls und checkt die Theos. Noch kurz zum Zeigen, hier der Jürgen, er ist der Besitzer. Jürgen schafft bei uns, er ist der Besitzer von dem Theo. Das Interessante, man sagt ja, bei den Hunden sagt man ja, Hund und Herrchen werden sich ähnlich. Ich denke, wenn wir hier den Theo und den Jürgen anschauen, so eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Sei es die dicken Bäckchen hier oder insgesamt, passt gut, oder? Das Thema unserer heutigen Sendung sind allerdings nicht die Krokodile. Hat sich die letzte Zeit nie ergeben. Peachy, du bist eine Henne und jetzt hörst du auf, hier rumzurennen. Peaches, verstanden? Top 5 hieß die Folge. Da hat er mir auf den Fuß gekackt. Gell? Machen wir nochmal, oder? Und auf die, na super, ey. Ach du Schande, ey. Oh. Soll ich das jetzt so anlassen oder muss ich das wechseln? Ha? Wechseln. Stinken tut's auch. Zeig doch mal, wie Da, das sieht ein Blinde. Der hat mich auch geschissen. Also wirklich noch weiter im Süden weiter oben. Ne, im Norden weiter oben. Ne, Moment, doch im Norden, ja, schon haben wir's, gell. Machen wir's nochmal. Das Gebiet, wo sie herkommen, ist ein relativ sandiges Gebiet. Ne? Ey, die fliegen hier, du. Das gibt's doch gar nicht. Echt.
Ey, wahrscheinlich wegen der TU-Scheiße. Sind jetzt hier überall die Fliegen oder was? Mach die Kamera aus. So, hab alle. Jetzt habe ich aber echt alle. Das muss ich erst mal schaffen. So. Alle tot, es kann weitergehen. Wir sind soweit. Das Mr. Stefan-Schild würde mir auch gerne lesen. So. Ey, die Fliege, die machen mich halt kaputt. Ey, jetzt scheißt mich ja nicht wieder an, gell. Mal kurz. So, hier mein neues Intro-Tierchen. Ne, ein pinkfarbener Peach. Wollte ich euch heute als mein Intro-Tierchen zeigen. Ne? Ist das nicht zu schmutzig, schlotzig, schleimig? Tipptopp, alles drin. Ja.